Hallo, diesen Monat habe ich ein Bonusvideo für euch. Im Kurs gibt es ja jeden Monat ein Video mit einer Technik, mit der man ganz wunderbar Stoffreste verwerten kann. Die sind auch dazu geeignet, wirklich viele Stoffreste, viele kleine Stoffreste umzusetzen. Das hier, dieses Bonusvideo, hier kommen alle FPP-Liebhaber auf ihre Kosten und die Stoffreste haben, winzig kleine Reste haben, die einem wirklich sehr am Herzen liegen. Denn es ist eine Technik oder es ist ein kleines Projekt, keine richtige Technik. Ein kleines Projekt, mit dem ihr eure Lieblingsstoffreste nochmal ganz wunderbar in Szene setzen könnt. Ich habe hier zwei Beispiele liegen. Ihr könnt hier in diese Dreieckselemente eure absoluten Lieblingsstoffe nochmal so richtig schön zur Geltung bringen. Ich habe für dieses Projekt ein Freebie-Template entworfen, das ihr im Shop finden könnt und das ihr auch bei Kauf des Kurses schon als Download-Link zugeschickt bekommen habt. Also wer es nicht findet, kann auch einfach in den Shop gehen und sich das nochmal runterladen. Es müsste aber eigentlich theoretisch gesehen schon bei euch sein mit Kauf des Kurses. Mit dem Template und der FPP-Technik könnt ihr euch nun diese Quadrate nähen und diese dann weiterverarbeiten. Entweder eben zu diesem Hexi-Projekt oder aber auch ganz anders vielseitig einsetzen. Also ihr könnt auch quadratische kleine Blöckchen nähen und die weiter verwerten für Quilts, für Taschen, für was auch immer euch einfällt. Oder ihr geht tatsächlich die Hexi-Route, so wie hier, und könnt diese Hexis entweder zu Hexi-Anhängern mit meinem Hexi-Anhänger-Tutorial verarbeiten. Was das ist, zeige ich euch gleich nochmal. Oder ihr könnt auch die einzelnen Hexis für EPP weiter nutzen oder applizieren oder. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ihr diese Elemente oder eure Quadrate hier, die aus dem Template entstehen, weiter nutzen könnt. Schaut mal bei Instagram vorbei unter dem Hashtag Quiltwerke Scrappy Geese. Da haben meine Tester ganz viele tolle Ideen umgesetzt. Ich bin wirklich begeistert, was da wieder zusammengekommen ist und da findet ihr auch noch mal ganz viel Inspiration. Was sind das jetzt für Hexi-Anhänger, von denen ich gesprochen habe? Das sind diese hier. Ihr findet auf YouTube ein Video, wo ich genau erkläre, wie diese kleinen Anhänger hergestellt werden. Die können als Anhänger an Geschenken genutzt werden oder für den Weihnachtsbaum oder. Wie das geht, das findet ihr genau beschrieben in dem Tutorial. Einen großen Schritt davon werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Aber wie es dann genau zu diesen Anhängern kommt, wie die dazu umgebaut werden quasi, das zeige ich euch in dem YouTube-Tutorial. Ihr könnt das Tutorial auch dazu nutzen, Untersetzer zu machen. Ihr folgt dann einfach dem Tutorial bis zu dem Punkt, wo eine Öse gesetzt werden muss und die lasst ihr weg. Und dann könnt ihr einfach das hier, das ist dann ein sehr fester Untersetzer für eure Wassergläser oder so. Also das ist auch nochmal eine kleine Projektidee, die ihr mit der Kombination der verschiedenen Anleitungen machen könnt. Das waren jetzt ganz viele Vorab-Informationen. Ich wollte euch unbedingt erzählen, wie vielseitig die Vorlage ist, aber in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie ihr eben genau diese Hexis herstellt und ihr entscheidet dann, wie ihr sie weiterverwenden möchtet. Schritt Nummer 1 ist Materialien, die ihr zur Fertigung der Hexis braucht. Das zeige ich euch jetzt. Was braucht ihr nun für das Projekt? Das ist tatsächlich nicht viel neben den Basismaterialien oder Basiswerkzeugen, die ihr sowieso zu Hause habt. Ihr braucht einmal die Vorlage, ihr braucht eure Stoffreste. Ich nutze
hier meine heiß geliebten Liberty Stoffreste. Für die möchte ich, also da kann ich mich auch von den kleinsten Resten nicht trennen und die werden jetzt hier zum Einsatz kommen. Ihr braucht ein Patchwork-Lineal, Stecknadeln, Rollschneider. Ich habe immer 2 Rollschneider parat liegen, gerade wenn ich FPP mache, denn ich habe einen Rollschneider, mit dem auch Papier geschnitten werden kann und einen Rollschneider, den ich nur für Stoff verwende. Nahtrenner ist immer hilfsbereit, natürlich eine Nähmaschine und passendes Nähgarn. Speziell für FPP empfehle ich noch einen Add a Quarter Ruler. Es geht aber auch ohne definitiv. Für den Start nutze ich sehr gerne so einen Kleberoller aus einem bekannten deutschen Drogeriemarkt. Der funktioniert wirklich sehr, sehr gut, auch dann ohne Rückstände. Ihr braucht zum Heften eurer Hexis an euer Papier braucht ihr einen Klebestift. Es gibt auch andere Techniken. Wenn euch die lieber sind, dann könnt ihr natürlich auch eure präferierte Technik verwenden. Ich nutze dafür den Klebestift. Ihr braucht Papierschablonen, 2 Inch Hexi-Schablonen. Ich habe hier noch Graspapierschablonen von Stefanie von Liesl und Fred. Wer das andere Video gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Ich verlinke euch die Produkte auch wieder unter dem Video. Ja? Aber ich liebe Stefanis Graspapierschablonen. Ich habe aber auch in meinen anderen FPP-Vorlagen im Shop, die ihr für die Anhänger nutzen könnt. Da gibt es auch eine Vorlage für 2 Inch Hexis, die ihr euch selber ausdrucken und dann ausschneiden könnt. Das geht auch. Oder andere gekaufte 2 Inch Hexi, also was auch immer ihr zu Hause habt. Aus Papier in 2 Inch Hexis, die braucht ihr. Und ganz große Empfehlung für die 2 Inch Hexi-Schablone von Stefanie von Liesl und Fred. Stefanis Acrylschablonen sind mir wirklich die liebste, denn sie sind zweiteilig und sie haben ein Fadenkreuz und damit macht Zentrieren, Fussy-Cutting und so ist plötzlich super einfach, macht ganz viel Spaß. Also große Empfehlung für diese Schablone. Wer keine Schablone hat und sich auch keine zulegen möchte, der findet in dem Hexi-Anhänger-Tutorial auch alternative Möglichkeiten, ohne die Schablone zu arbeiten. Also da könnt ihr euch das auch nochmal ganz in Ruhe anschauen. Schritt Nummer 1 jetzt ist die Papiervorlage vorzubereiten. Ich mache das einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe mit euch jetzt die einzelnen Schritte, FPP-Schritte im Schnelldurchlauf durch. Wer noch nie FPP gemacht hat und wem das dann hier dementsprechend einfach zu schnell geht, dem verlinke ich auch mein Schritt-für-Schritt FPP-Video unter diesem Video. Ja, ich bereite mir meine FPP-Vorlagen immer so vor, dass ich entlang aller innenliegenden durchgezogenen Linien einmal das Papier vorknicke. Das hilft mir bei den Folgeschritten. Außerdem markiere ich mir die Felder gerne noch farblich. In diesem Fall benutze ich einfach nur Reste und keine besonderen Farben. Deswegen habe ich mir nur lediglich kurz in grau schraffiert markiert, wo denn jetzt genau meine Reste hinkommen und der Rest ist dann einfach Hintergrund. Habt ihr eine bestimmte Farbverteilung, also zum Beispiel innen immer rot, orange, gelb oder so, dann könnt ihr euch einfach hier gelbe Rotbuntstifte nehmen und die Felder kurz rot markieren, orange und so weiter und so fort. Ihr versteht das Prinzip. Das hilft mir beim Nähen nicht durcheinander zu kommen und ich weiß immer genau, wo welche Farbe hinkommt. Gerade wenn es Blöcke oder Blockelemente sind, die wirklich genau gleich sind, arbeite ich sehr gerne quasi auch hier in Kette oder in Batches und werde jetzt beide Teile gleichzeitig nähen und quasi fertigstellen und nicht erst das eine und das andere. Es spart ein kleines bisschen Zeit. Ja? Also lasst uns das zusammen machen. Wir starten mit Feld 1, jeweils B1 und A1 und die Felder müssen jetzt hier mit einem Stoffrest bedeckt werden. Dafür brauche ich einen etwas größeren Stoffrest.
Und der wird jetzt auf der Rückseite über dieses Feld angebracht. Und die Knicklinien helfen mir jetzt zu sehen, wo genau dieses Feld entlang läuft. Und ich bringe das jetzt hier auf. Und zwar so, dass der Stoff mindestens ein Viertel-Inch über alle Enden des Feldes übersteht. Weil das wird unsere Nahtzugabe, also es darf nicht zu knapp sein. Ja? Und ich nutze dazu gerne meinen Kleber. Ihr könnt auch so einen Kleber nutzen. Nur habt ihr dann erstmal ein bisschen Rückstand. Beim Waschen geht der raus. Aber das würde mich jetzt erstmal beim Verarbeiten stören. Oder vielleicht habt ihr ja auch ein Projekt, das ihr nicht waschen wollt. Ne? Und dann ist das natürlich eine schlechte Idee. Ihr könnt das Ganze auch hinlegen und dann mit einer Nadel fixieren. Es verrutscht dann nur schneller. Also für mich funktioniert das tatsächlich am besten. Ich trage so ein ganz bisschen davon auf. Und dann positioniere ich meinen Stoffrest da drauf, so dass er überall ein Viertel-Inch übersteht. Und ich weiß, das hier ist hier quasi die Spitze, das heißt hier noch ein Stückchen höher. Hier habe ich meine Knicklinien, hier muss es genau ein Viertel-Inch überstehen. Ja? Und so kann ich das sehr genau bedecken mit Hilfe meiner Knicklinien. So, hierfür suche ich mir jetzt auch noch einen Stoffrest. Im nächsten Schritt wird jetzt unser Element einmal umgedreht und ich suche mir die Linie zwischen Feld 1 und Feld 2. A1, A2, das ist diese Linie. Und das Papier, nur das Papier, wird jetzt entlang dieser Linie zurückgeknickt. Da hilft mir jetzt auch mein Vorfalten. Ja? Also so wird das Ganze jetzt zurückgeknickt. Ja? Das hier ist jetzt unsere spätere Nahtzugabe. Jetzt kann ich entweder mir ein Patchwork-Lineal nehmen und hier anlegen, so dass die Knickkante bei einem 1/4 Inch liegt und das Ganze mit dem Rollschneider zurückschneiden. Ich kann aber auch mein Add-a-Quarter-Lineal nehmen. Das ist ja dieses hier. Und das hat hier so eine Kante mit einer Rille, die sich hier ganz wunderbar einrasten lässt. Da kann nichts verrutschen. Und also erstens habe ich nicht das Problem, dass mir das Ganze verrutscht und ich mich verschneide. Und zweitens geht es auch einfach viel schneller, das einfach anzulegen und ich muss nichts lange ausrichten. Also es ist kein Muss, aber wer ein bisschen Geld investieren möchte, Empfehlung von mir. So, jetzt habt ihr eure Nahtzugabe zurückgeschnitten. Jetzt klappt ihr das Ganze auf. So. Und hier A2 ist jetzt Hintergrundstoff, also nehmt ihr euch ein Stück Hintergrundstoff. Ich habe hier noch so kleine Reste von anderen Blöcken, die ich schon gemacht habe. Und legt euch diesen Hintergrundstoff jetzt an eure Kante an. So, und auch hier muss ich jetzt darauf achten, dass meine Stoffstücke groß genug sind und Nahtzugaben eingehalten werden. Also, ich lege das Ganze hier an. Im nächsten Schritt wird das hier festgenäht und zwar hier entlang dieser durchgezogenen Linie. Das heißt, nach dem Nähen wird das Ganze umgeklappt und liegt dann so. Und so muss es jetzt das Feld A2 einmal komplett bedecken. Okay, also soweit vom Prinzip. Ich muss also darauf achten, dass es auf jeden Fall lang genug ist, um hier quasi über diese Ecke, ich zeichne die mal ein von der Rückseite, ja, so seht ihr das besser. Also da ist das Feld. Es darf nicht zu kurz sein, weil es muss nach dem Umklappen halt dieses Feld bedecken und es muss auf dieser und auf dieser Seite auch überragen. Ja, das klappt mit diesem Reststück ganz gut. Also ich lege mir das jetzt an. Wer möchte, kann es noch mit einer Nadel fixieren, aber eigentlich reicht mir das immer. Und jetzt geht es zur Nähmaschine. Und an der Nähmaschine klappe ich das Ganze um und nähe nun von dem Punkt bis zu diesem Punkt mit einer kurzen Stichlänge, irgendwo zwischen 1 und 1,5 diese Naht. Bei Punkten wenn eine Linie, wenn diese durchgezogenen Nahtlinien innerhalb
meines Musters starten und enden, dann muss ich an Anfang und Ende verriegeln. Okay? Also ich verriegel jetzt hier, nähe entlang, verriegel hier. Okay? Später gibt es auch Linien wie diese hier. Die näht man bis in den Rand. Da könnt ihr einfach weiter drüber hinaus nähen. Warum das so ist, erkläre ich nochmal später. Aber jetzt im nächsten Schritt wird erstmal von da nach da genäht. Ich bereite mir das jetzt hier noch vor und dann mache ich das gleich für dieses Teil mit. Hier muss ich immer ein bisschen drauf achten, wie rum denn jetzt mein Print ist, weil die doch ganz leicht anders sind. Hier seht ihr diese Kreuze, die sind auf einer Seite heller als auf der anderen und ich muss die ganze Zeit drauf achten, ob ich es auch richtig rum anlege. So, jetzt wird einmal genäht. Auf der Rückseite sieht das jetzt so aus, wie gesagt, davon näht und hier mit einer kleinen Stichlänge genäht. Und dann habe ich das Ganze auf der anderen Seite umgeklappt und einmal gebügelt. Also sieht mein Teil jetzt so aus, hier und hier. Ich sehe gerade, ich habe unterschiedliche Seiten genommen. Nee, gar nicht, sind einfach die Seiten entsprechend so rum nummeriert. Okay. Die ersten Teile sind angebracht und jetzt wird der gleiche Schritt immer und immer wieder wiederholt. Ich drehe das Ganze um. Ich nehme jetzt die Linie, die zum nächsten Feld führt. Also Feld A3 ist hier und es ist nicht diese Linie hier, sondern es ist immer die ausgehend von den Feldern, die wir schon bedeckt haben. Also es muss diese Linie hier sein. Entlang dieser Linie wird jetzt zurückgefaltet, dann die Nahtzugabe zurückgekürzt. Das Ganze wieder umgeklappt und entlang der neu zurückgekürzten Linie wird jetzt ein Reststück angelegt. Richtig rum angelegt natürlich. So, also rechts auf rechts legen wir hier immer an, okay? Und jetzt wird das Ganze wieder auf der Seite hier entlang dieser Linie vernäht, ganz genauso wie ich das da gemacht habe. Umklappen und bügeln. Hier an der Stelle jetzt nochmal der Hinweis, dass wenn ihr das Ganze einmal umgeklappt habt, das ist der Punkt, an dem ihr dann nochmal kontrollieren müsst, dass von dieser Seite, also dass dieses Feld auch komplett bedeckt ist. Das kann man immer ganz gut machen, indem man das Ganze gegen das Licht hält. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das auffängt. Ich versuche es mal so zu drehen. Also ich kann hier Licht, wenn ich von hinten eine Lichtquelle habe, dann kann ich den Stoff durchscheinen sehen. Und dann kann ich sehen, wo das Stoffstück entlang läuft hinten und kann sehen, ob ich an allen Seiten hier mindestens ein Viertel-Inch über diesem Feld liege. Okay? Also das ist der Kontrollschritt und erst dann wird quasi zugeschnitten. So, jetzt geht es zum Feld 4. Das ist diese Linie hier, das ist dann wieder ein Reststück. Ja? Und so bedecke ich jetzt das komplette Feld mit Stoff, das komplette Teil mit Stoff. Und das gleiche mache ich hierfür. Ich lasse euch zuschauen und dann geht es gleich weiter.
soweit so gut. Alle Felder sind nun bedeckt. An der Stelle jetzt noch ein paar Hinweise, bevor es weitergeht. Wer einen quadratischen Block haben möchte zum Schluss und den weiterverarbeiten möchte, der hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schneidet das Ganze zurück, näht das zusammen, so wie man das mit FPP macht, hier entlang dieser Linie und schneidet dann entlang dieser durchgezogenen Linie aus. Dann habt ihr einen 6" Block inklusive Nahtzugaben. Und der fertige Block wäre dann 5,5 Inch, weil ihr verliert ja hier dann noch ein Stück vom Rand der Nahtzugabe. Wer aber gerne mit 6" Blöcken arbeiten möchte, der kann sich hier an den Rand nochmal selbst eine Nahtzugabe bauen. Und zwar müsst ihr an dieser Stelle dann, wenn ihr das Ganze zurückschneidet, nicht entlang dieser Linie zurückschneiden mit dem Rollschneider, sondern ihr schiebt euch das Ganze hier nach außen und habt dann hier eine 1/4 Inch Nahtzugabe quasi zugefügt. Ich mache das jetzt einmal, damit ihr seht, wie das aussieht. So, ja, also das hier ist jetzt eine 1/4 Inch Nahtzugabe quasi. Die meisten Foundation Paper Piecing Vorlagen haben außen eben auch so eine durchgezogene Linie, eben weil da die Nahtzugabe direkt eingebaut ist. Für diese Hexi-Anhänger ist es nicht notwendig, weil ich das ja weiter dann zu einem Hexi verarbeite. Deswegen ist das in den Vorlagen hier nicht mit enthalten. Ihr könnt sie aber händisch ergänzen, will ich an dieser Stelle sagen. Okay? So, noch ein weiterer Pro-Tipp für alle, die jetzt Hexis machen möchten, vielleicht sogar mehrere Hexis machen möchten, so wie ich. Ich werde diese Teile jetzt nicht außen zurückschneiden, sondern nur entlang der Linie, wo ich das Ganze jetzt zusammennähe. Und zwar mache ich das deswegen, weil wenn ich dann mein Stoffstück zurückschneide in die Hexi-Form, damit das Ganze hier drauf angebracht werden kann, dann habe ich einfach außenrum nochmal mehr Stoff überstehen. Und wenn ich den dann zurückschneide, dann bleiben diese Stückchen hier übrig. Ja? Und ihr habt ja gerade gesehen, die kann ich weiterverwenden. Schneide ich das Ganze zurück, sind die sehr klein und dann wird sie wirklich sehr eng, das Ganze weiter zu verwenden. Aber wenn ihr nicht viel Hintergrundstoff habt, so wie ich das habe, und ihr möchtet den auch nochmal richtig gut verwerten, dann könnt ihr auch einfach den Rand hier stehen lassen, das Ganze nur entlang dieser Linie hier zusammennähen. Wer noch nicht viel FPP-Erfahrung hat, und jetzt denkt, oh mein Gott, hört sich das kompliziert an, der macht das einfach genauso, wie ich das für alle FPP-Vorlagen immer mache, wie ich das in dem FPP-Video auch erklärt habe, und schneidet das Ganze zurück. Und zwar schneidet ihr jetzt genau so zurück. Ich mache das an der einen Hälfte, demonstriere ich das. Ja? Ihr schneidet hier entlang der durchgezogenen Linie, denn ihr braucht für eure Hexis keine zusätzliche Nahtzugabe. Ihr legt einfach euer Lineal an und schneidet das Ganze entlang der Linie zurück. Und hier auch. Und hier auch. So, das ist jetzt hier die Kante, an der ihr die beiden Teile miteinander verbindet. Und da habt ihr auch eine gestrichelte Linie. Und hier ist ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr das Ganze entlang der gestrichelten Linie zurückschneidet. So. Denn ihr braucht hier eine Nahtzugabe. Und das Gleiche macht ihr hiermit. Okay? Und dann habt ihr zwei Teile, die so aussehen. Wer jetzt, wie ich gerade gesagt habe, möglichst viel von dem Stoff überstehen haben will, weil ihr den Randstoff vielleicht noch weiter nutzen wollt in eurem Projekt, der macht jetzt nur das, nur entlang dieser Linie. Okay? So, und dann müssen im nächsten Schritt die beiden Teile miteinander verbunden werden. Wann entferne ich jetzt das Papier? Da gibt es zwei verschiedene Wege. Ich entferne jetzt das Papier, weil mich das beim Zusammensetzen der Teile stört. Viele sagen aber auch, nein, auf keinen Fall. Erst das Papier noch drin lassen, das Ganze zusammennähen, dann das Papier entfernen, damit euer Teil mehr Stabilität hat und man hat mehr Genauigkeit.
für mich funktioniert das so nicht gut, deswegen mache ich das Papier mal raus. Probiert beides aus und findet raus, was für euch am allerbesten funktioniert. Ja? Ich werde jetzt, wie gesagt, das Papier jetzt entfernen und dann die Teile hier einfach mit einer Viertel-Inch Nahtzugabe rechts auf rechts zusammennähen. Wer das Papier drin lässt, der steckt sich das ganze Papier rechts auf rechts zusammen, näht dann entlang der durchgezogenen Linie die beiden Teile zusammen und entfernt dann das Papier. Okay? Also im FPP-Video alles auch nochmal kleinschrittiger erklärt, aber für alle, die FPP schon kennen, die wissen, wovon ich hier spreche. Also wir entfernen das Papier. Papier entfernen funktioniert am allerbesten, wenn man das zur Seite wegzieht. So habt ihr keine Spannung auf eurer Naht, okay? So, und ihr geht in der Reihenfolge rückwärts vor. Vom letzten Feld, das ihr bedeckt habt, da fangt ihr an, das zieht ihr weg, das Papier und so weiter und so fort, bis ihr zum Schluss dann bei Feld 1 angekommen seid. Das ist entfernt. Das gleiche mache ich jetzt hier auch nochmal. Was ich gerade vergessen habe zu erwähnen. Ich hatte ja anfangs erzählt, wann ihr vernäht und wann ihr das Ganze nicht vernäht. Okay? Hier an den Nähten, wo Anfang und Ende innerhalb eures Designs ist, ja, da wird am Anfang und am Ende verriegelt. Aber manchmal oder oft gibt es auch Linien, die laufen quasi bis nach außen an die Außenkante. Oder die laufen bis zu einem Punkt, wo dann quasi die Nahtzugabe startet, ne, und dann nach außen hin geht. Da an der Stelle braucht ihr nicht verriegeln, sondern verlängert eure Naht einfach weiter nach außen. Denn ihr schneidet ja hier, also hier habe ich einfach nach außen durch die Nahtzugabe verlängert und dann wird hier die Nahtzugabe wird hier entlang abgeschnitten. Das heißt, selbst wenn ich hier irgendwo verriegeln würde, da außen, oder hier genau an dem Punkt, dann würde ich mir den Knoten ja abschneiden. Und ich habe hier mehrere Stiche, die jetzt in der Nahtzugabe sind und dann gleich weiter vernäht werden. Das heißt, dadurch sichert ihr euch hier dann schon mal eure Naht. Okay? Also, da braucht ihr nicht, ihr könnt auch verriegeln, ihr könnt dann hier an der Stelle verriegeln, aber ihr könnt auch einfach durchnähen. Okay, Papier ist entfernt, jetzt muss das Ganze noch zusammenkommen. Ihr habt ja gesehen, dieses Teil habe ich nicht zurückgeschnitten. Hätte ich das jetzt rechteckig zugeschnitten, wäre es sehr einfach. Dann kann ich es einfach hier genau anordnen, umklappen, wird es gesteckt und genäht, passt. Das ist jetzt hier natürlich nicht gegeben. Ich will aber natürlich trotzdem, dass sich meine Punkte treffen. Die Vorlage macht das einfach, denn ich habe hier mehrere Punkte, die ich aneinander ausrichten kann. Ich kann diese Naht hier an beiden Seiten zueinander ausrichten, diese Naht hier und sogar dieses hier. Okay? Das heißt, ich lege das jetzt so möglichst genau aufeinander und gucke, dass diese Punkte hier aufeinander liegen, sauber aufeinander liegen, da auch. Okay? Und dann kann ich sogar noch mal mit den Fingern hier fühlen. Ich kann hier an der Stelle, wo die Spitzen aufeinandertreffen, kann ich ganz gut fühlen, ob da irgendwas so übereinander liegt oder übereinander, so schief übereinander liegt, ja, und kann dann notfalls auch noch mal korrigieren. Da mache ich mir jetzt eine Nadel rein und jetzt nähe ich das mit einer Viertel-Inch Nahtzugabe zusammen und bügele meine Nahtzugabe anschließend auf. Und so sieht das jetzt fertig aus. Hier nochmal ein Pro-Tipp, diese Nahtzugabe mit einem knappen Viertel-Inch nähen, denn ihr wollt auf keinen Fall, dass eure Spitzen verschluckt werden. Hier an der Stelle ist jetzt sogar steht ein bisschen mehr Hintergrundstoff über. Also die Spitze hätte tatsächlich nochmal ein Stückchen weiter innen liegen können. Das stört mich nicht. Mich stört weniger, wenn Stoff quasi vom Hintergrund, also wenn die Spitzen nicht ganz genau sich treffen. Mich stört viel mehr, wenn die Spitzen abgeschnitten sind. Okay? Also lieber eine leicht zu knappe Nahtzugabe verwenden als zu viel. Okay? So sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, ich könnte es jetzt nochmal auftrennen, korrigieren. Mich stört das aber tatsächlich überhaupt nicht.
Ja, jetzt muss das Ganze in Hexiform geschnitten werden. Dazu schnappe ich mir gerade mal meine drehbare Schneidematte. Es geht auch ohne, aber zum Demonstrieren gerade jetzt ist es tatsächlich nochmal einen Tacken einfacher. Und jetzt brauche ich meine Hexi-Vorlage hier. Und jetzt wird das Ganze einmal in Hexiform geschnitten und zwar brauche ich inklusive Nahtzugabe, also entlang des äußeren Rings. Ich lasse die Mitte aber drin, denn ich will das Fadenkreuz nutzen und ihr seht, wie wunderbar ich das Ganze jetzt ausrichten kann. Das hier geht jetzt entlang der Mittellinie und hier, das wird genau mittig ausgerichtet. Dann habe ich das ganz genau zentriert. Also wie gesagt, ich liebe meine Acrylschablone. Das macht mein Leben so viel einfacher, wenn ich mit Hexis und Fussy Cutting arbeite. So, aufpassen, dass nichts verrutscht. Ich versuche euch nicht meinen Kopf, meine Birne in die Kamera zu halten. Okay. So, ich möchte jetzt erst meine Ecken hier abschneiden. Das hätte ich wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen einfacher machen können. Aber ich will halt diese Stoffstücke noch verwenden. Deswegen vielleicht doch ein bisschen umständlicher, als es sein muss. So. Wer keine drehbare Schneidematte hat, der kann auch seine normale Schneidematte drehen. Oder ihr macht das an einem Tisch, wo ihr drumherum gehen könnt. Oder. Also schön sauber zurückschneiden. So, und zack, habe ich mein Hexi. Jetzt bleibt nur noch der Heftschritt. Dafür zentriere ich meine Papiervorlage genau da rein. Das hier kann mir auch nochmal helfen. Also wer Probleme hat, das Ganze zu zentrieren, der kann jetzt auch sich nur den Außenring hier einmal anlegen. Dann macht ihr auf die Mitte von eurer Papierschablone einen kleinen Klebeklecks. So, mein Winkel ist echt schlecht, weil ich will euch nicht meinen Kopf in die Kamera halten, meine Haare, meinen Hinterkopf in die Kamera halten. So, ja. Der Kleber hält das jetzt ein bisschen fest. Und jetzt kann ich das wegheben und zack, ist es perfekt zentriert. Ja? Also auch dafür ist die Schablone wirklich super gut. Und jetzt wird das Ganze mit Kleber geheftet. Ich starte an einer Kante und trage ein kleines bisschen Kleber auf und auch hier auf den Außenstoff hier an der Seite. Und jetzt starte ich in der Mitte der Naht und klappe das schön gleichmäßig um und drücke das nochmal schön fest, um den Kleber auch zu aktivieren. Und jetzt gehe ich im Uhrzeigersinn einmal um die Form rum. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus und so sieht es von vorne aus. Ein weiteres Hexi ist fertig. Wer die Hexis jetzt zu Untersetzern verarbeiten möchte, der kann entweder Graspapier verwenden oder, wie in einem anderen Video erklärt, Decowill. Da habe ich mir Hexis aus Decowill zugeschnitten und die machen dann Stabilität für die Anhänger oder für die Untersetzer. Aber da könnt ihr auch Graspapier verwenden, nur lieber kein schlabberiges normales Papier. Okay? Wer das Ganze weiterverarbeiten möchte als Hexi-Element, der kann auch normales Papier benutzen. Ich habe mir überlegt, ich habe so ein bisschen rumgespielt und ich habe mir überlegt, ich werde tatsächlich ein größeres Projekt jetzt damit starten. Denn wenn ihr die so anordnet, und die hier sind jetzt noch nicht geheftet, ich hätte die mal heften sollen vor dem Video, ne? Aber so wird das und dann so. Ja, wer einen ganzen Schwung Hexis näht, der kann die ganzen so zusammen anordnen. Ich glaube, einen hatte ich noch. Wo ist er denn? Da. Entschuldigt, das ist jetzt sehr umständlich, aber ich wollte es euch unbedingt zeigen. Ich freue mich nämlich drauf, daran jetzt weiterzuarbeiten. So, also ihr könnt das auch Ganze so anordnen und dann geben sich diese coolen Kreise.
Seht ihr das? Und dann kann man von hier aus ausgehend den nächsten Kreis machen und so weiter. Ich weiß noch nicht, was in die Mitte kommt. Entweder einfach nur quasi ein Hexi aus dem Stoff, dann sind quasi nur Kreise. Ich könnte aber natürlich auch ein Hexi aus einem Liberty-Stoff da reinsetzen. Oder ich nutze andere Vorlagen, die ich ja schon für Hexis designt habe dafür. Zum Beispiel diesen Stern. Und, oh, das gefällt mir aber auch gut. Oh, das gefällt mir total gut. Ja, arbeite das dann aus meinen Resten mit dem entsprechenden Hintergrund. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, es muss dieser Stern werden. Ja, also, ihr seht, eine kleine Freebie und Vorlage mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, insbesondere für eure allerliebsten Stoff-Mini-Reste. Nicht ganz arbeitsunintensiv, aber ich glaube, es lohnt sich. Und genau. Ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Technik Nummer 1 diesen Monat. Und freue mich sehr, eure Ergebnisse auf Instagram zu sehen. Teilt sie alle bitte mit uns mit dem Kurs Hashtag Kultwerke Scrap Konfetti. Alle Infos schreibe ich euch natürlich auch nochmal unter das Video. Wenn ihr Fragen habt, e-mailt mir an hello@kultwerke.com mit euren Kursfragen. Teilt eure Ergebnisse in der Kultwerke-Community oder eben auf Instagram mit dem Kurs Hashtag. Ich würde so gern sehen, was ihr näht, und es wäre super, wenn wir uns alle gegenseitig wie immer inspirieren können. Ja, ganz viel Spaß mit ganz, ganz, ganz vielen Videos in diesem ersten Monat. Im nächsten Monat geht es dann weiter mit einer meiner absoluten Lieblingstechniken. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Und ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die folgenden Monate mit euch, und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.